Moin Leute, ich möchte euch heute gerne 4 Düfte vorstellen, die ganz neu in meiner Sammlung sind. Es sind zum Teil auch ganz neue Releases. Bevor ich jetzt hier mit Jana von der Marke Anfass starte, möchte ich noch mal kurz ein paar Worte zu meiner Auszeit loswerden. Und zwar ist mein letztes YouTube-Video fast exakt 2 Monate her. Ich möchte das auch gar nicht so großartig thematisieren, aber ich lag 2 Wochen im Krankenhaus und bin tatsächlich bis heute auch nicht wieder hundertprozentig fit. Deswegen kommt diese Woche auch nur ein Video. Wie es nächste Woche ausschaut, das mache ich dann einfach von meinem Empfinden abhängig. Ich möchte mich aber auch an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ich hatte ja hier auf YouTube und auch auf Instagram so einen kleinen Gesundheitsstatus gepostet und habe daraufhin, ja, vor allem per Instagram viele Nachrichten bekommen. Das hat mich letztlich auch positiv überrascht, weil ich habe gar keine so große Reichweite, aber habe wirklich zahlreiche Nachrichten von euch bekommen. Ihr habt mir gute Besserung gewünscht. Der ein oder andere hatte sich auch so ein bisschen Sorgen gemacht. Also da bin ich ganz ehrlich, da war ich zum Teil auch so ein bisschen berührt und vor allem sehr positiv überrascht. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, ich habe auch mittlerweile jedem geantwortet. Ja, und deswegen, also an dieser Stelle auch nochmal wirklich danke für eure Unterstützung und für eure lieben netten Worte. Es soll aber natürlich heute auch primär um die ganzen tollen neuen Releases gehen und deswegen starten wir jetzt auch mit Jana von der Marke Anfass. Ja, ich denke, der Flakon ist selbstsprechend, wahrscheinlich der tollste, schönste, imposanteste Flakon in meiner Sammlung, aber auch die DNA hat mich zu 100% überzeugt. Also, was haben wir hier? Als Duftnoten werden angegeben Blüten, aquatische Noten und Moschus. Ja, und so riecht der Duft letztlich auch. Also es ist eine Moschusbombe, aber keine Panik, es ist kein animalischer Duft, es ist eher eine, ja, pudrige, cremige Moschusnote. Dazu haben wir diverse Blüten. Ich nehme die Blüten so, ja, leicht gezuckert wahr. Also der Duft hat auch eine gewisse Süße, ist aber auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie zu süß, zu quietschig, wie auch immer. Und das Interessanteste hier an diesem Duft sind für mich tatsächlich auch die aquatischen Noten. Aquatische Noten können durchaus irreführend sein, denn ich denke, viele assoziieren damit vielleicht auch etwas Sportliches, vielleicht auch etwas Duschgeliges und das ist hier in Jana definitiv gar nicht der Fall. Also ich nehme diese aquatischen Noten wie so eine feuchte Meeresluft, wie so eine Meeresbrise wahr, also nicht salzig, sondern es riecht wirklich so wie so eine feuchte Luft, wenn man am Meer spazieren geht. Es hat für mich auch so leicht tropische Vibes, also irgendwie, dass die Luft auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit hat. Und das ist wirklich super spannend und macht diesen Duft auch sehr außergewöhnlich. Man wird auch so kurzzeitig etwas an Salam von der Marke erinnert, aber die Düfte sind definitiv nicht identisch. Aber es ist so die Handschrift der Marke Anfass und wie gesagt, man wird so ganz leicht an Salam erinnert. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir Jana letztlich auch mehr gefällt, besser gefällt und ich finde Salam wirklich einen ganz wundervollen Duft. Aber Jana bringt eben durch diese aquatischen Noten, durch diese tropische Meeresluft einfach nochmal so einen Twist in diesen Duft, ja, was ich wirklich sehr außergewöhnlich finde. Abschließend komme ich dann einmal zu der Haltbarkeit. Zu diesem Thema Haltbarkeit, Batches und so weiter mache ich aber demnächst sowieso nochmal ein Real Talk Video. Ich finde, da müssen einfach mal einige Dinge angesprochen werden. Aber ich weiß ja, dass es vielen Leuten so unfassbar wichtig ist, dass ein Duft ja Ewigkeiten performt. Und da kann ich euch beruhigen, Jana hält Minimum 12 Stunden plus, also eigentlich deutlich länger. Und ihr habt auch wirklich eine große Aura um euch herum. Ihr habt einen Duftschleier, den ihr gefühlt so mit euch schleppt. Also auch wenn ihr aus dem Raum herausgeht, riecht der Raum noch Ewigkeiten nach diesem Duft. Also die Haltbarkeit, die Sillage sind wirklich 1A. Und weiter geht es mit dem Duft Elysium Eau Intense von der Marke Roger Parfums. Vielleicht zu dem Zusatz Intense nochmal etwas. Ich denke, dass viele da irgendwie eine Assoziation haben, dass es eine intensivere Variante in dem Fall eben von dem Cologne ist.
Das ist hier mehr oder weniger aber nicht der Fall. Wir haben hier immer noch die Elysium-DNA, aber schon wirklich stark abgewandelt. Also hätte man diesen Duft einen anderen Namen gegeben, dann wäre das auch völlig in Ordnung gewesen. Wie gesagt, so grundsätzlich hat man im Hintergrund noch so die Elysium-DNA, aber eben stark abgewandelt. Ich kann auch gleich hier schon mal vorab sagen, mir gefällt dieser Duft tatsächlich besser als das Parfum Cologne. Was ich toll finde, der Duft riecht für mich einfach etwas moderner, weniger lavendellastig, nicht ganz so grün, nicht ganz so krautig. Das finde ich persönlich toll. Das gibt dem Duft einfach irgendwie nochmal so eine Neuinterpretation, etwas Modernes. Ich finde, dass dieser Duft vor allem deutlich fruchtiger ist. Wir haben hier nämlich in der Kopfnote wirklich ganz viel Rhabarber und ich mag Rhabarber in Düften. Das gibt dem Duft einfach eine, ja, sehr fruchtige, fast schon saure, herbe, kühlende Frische. Dazu haben wir auch noch wirklich ganz viel Grapefruit. Und der Duft hat für mich einfach etwas Kühlendes, fast schon leicht Metallisches. Ich mag diese Art von DNA einfach. Im Herzen haben wir weitere Früchte, wie zum Beispiel Apfel, schwarze Johannisbeere und Orangenblüte. Ja, im Herzen haben wir dann auch noch diverse blumige Noten. Das ist ja auch so durchaus die typische Handschrift von Roger, die aber eher nur so angenehm im Hintergrund mitschwingen. Und der Dry Down wird richtig schön holzig, also einfach wieder, ja, so diese typische Roger-Qualität, eine schöne holzige Basis. Und da nehme ich eben auch etwas Wacholderbeere wahr. Also so leichte Gin Tonic Vibes, was eben auch perfekt zu diesem Rhabarber kühlenden metallischen Part passt. Ja, da möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz auf die Haltbarkeit eingehen. Der Duft hält auf meiner Haut Minimum 7 bis 8 Stunden. Für mich ist das absolut ausreichend. Auf Klamotten hält der Duft deutlich länger, also 2-3 Stunden nochmal oben drauf. Ich werde ja, wie gesagt, demnächst mal ein Real Talk Video machen zum ganzen Thema Haltbarkeit, Sillage, aber eben auch zu einigen Duftbewertungen. Und da gehe ich jetzt noch mal ganz kurz hier drauf ein, weil es eben diesen Duft betrifft. Ich habe wieder Dinge gelesen wie, es riecht nach Toilettenreiniger, es riecht nach Hallenbad, nach Chlor, nach einem DM 3-Euro-Duft, wie auch immer. Ich habe ein ganz großes Problem mittlerweile, so etwas zu lesen, weil das Ganze immer unter dem Deckmantel der Subjektivität geschieht. Ja, jeder empfindet Düfte anders und das ist auch in Ordnung. Ich finde aber, man sollte trotzdem sich auch so ein bisschen Mühe geben bei Bewertungen, bei Kommentaren zu Düften und vielleicht auch einfach insgesamt mal mehr darüber nachdenken, was man da einfach schreibt. Damit heben wir alle ja auch wieder so ein bisschen das Niveau an. Ich finde, wenn man so Dinge liest, wie riecht, wie Punkt, 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 riecht nach Toilette und so weiter und so fort, da ist doch wirklich niemandem geholfen. So, nun machen wir aber weiter mit Siracusa von der Marke Gritti. Ja, und hier wurde ich übrigens vom lieben Kai Porten, Grüße an dieser Stelle, influenced, denn ich hatte mir sein Video zu Siracusa angeschaut und mir den Duft daraufhin blind bestellt. Ja, was soll ich sagen, Volltreffer, mir gefällt diese DNA. Der Duft wird ja aktuell nicht ganz so gut bewertet, kann ich nicht nachvollziehen, aber ja, es bleibt natürlich Geschmackssache. Es ist kein Sponsoring, aber wenn ihr Interesse an Siracusa habt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch nämlich den Online-Shop von Kai. Er führt ja unter anderem die Marke Gritti. Und wenn ihr diesen Link benutzt, auch dann bekomme ich keine Provision oder Nachlass oder ähnliches. Dann bekommt ihr den Duft aber auf jeden Fall versandkostenfrei nach Hause geschickt. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist ein toller Duft, kann euch den Duft empfehlen, aber wir kommen jetzt einmal zu der Duftbeschreibung. Was ich an diesem Duft so interessant finde, ist die Kombination aus süßen, cremigen und aber eben auch zitrischen Duftnoten. Wir haben in der Kopfnote ja Mandel, das heißt, es riecht süß, mandelig, ja, vielleicht so ein bisschen Richtung Amaretto. Es hat eben so diesen typischen Mandelgeruch. Das Ganze wird im Duftverlauf dann auch immer cremiger. Und wir haben aber zugleich eben eine wirklich sehr intensive, fast schon stechende Zitrik. Wir haben hier nämlich die Zitronenblüte. Ja, und was ich auch bisher so mitbekommen habe, ist es eben diese angesprochene Zitrik, die für einige Leute wohl so ein bisschen too much ist.
Ich mag das einfach, gerade im Frühling und im Sommer erfrischt das ungemein. Im weiteren Duftverlauf wird der Duft immer cremiger. Hier haben wir nämlich cremige Noten und auch die Tiare. Die Tiare ist ja auch dafür bekannt, eben blumig und auch so einen cremigen Part mitzubringen. Und im Drydown wird der Duft richtig schön sandelholzig, also holzig und eben aber auch cremig. Und hier bekommen wir durch Moschus auch eben so eine leicht, ja, weiche, pudrige Basis, würde ich sagen. Der Duft ist insgesamt schon relativ süß, aber eben auch sehr kontrastreich, weil wir eben diese wirklich sehr intensive Zitrik haben und das finde ich super spannend. Die Haltbarkeit ist auf meiner Haut wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, auch da ist der Duft gar nicht so gut bewertet, aber ich kann euch eben nur mein Feedback mitgeben. Ich habe den Duft viermal, glaube ich, mittlerweile getragen. Der Duft hat bei mir mindestens 9 bis 10 Stunden auf der Haut gehalten. Also deswegen, da bin ich wirklich zufrieden. Und in Anbetracht des Preises, die 100 ml gibt es so für 175 Euro, was auf den Milliliter gerechnet tatsächlich im Nischenbereich auch nicht viel ist, ist es wirklich eine klare Empfehlung. So, und zu guter Letzt kommen wir zu Pacific Chill von der Marke Louis Vuitton. Und ich sage es ganz direkt, großartiger Duft, großartiges Release, perfekter Zeitraum, jetzt im Frühling zum Sommeranfang. Da hat die Marke meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Auf diese Preisdiskussion gehe ich gar nicht ein. Ich finde, die Leute machen sich das immer zu einfach, über den Preis zu meckern. Es gibt nun mal Leute, die können sich Louis Vuitton leisten, die wollen sich Louis Vuitton kaufen und dann gibt es eben die Leute, die immer irgendwie etwas auszusetzen haben, aber dazu dann irgendwann in dem Real Talk Video mehr. Der Duft ist wirklich großartig. Also, was haben wir hier? Wir haben hier einen sehr fruchtigen und zugleich aber auch wirklich sehr, sehr frischen Duft. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt dieser Duft sowas von gut. Wir haben hier einen zum Glück nicht süßen, fruchtigen Duft. Die Aprikose, die hier meiner Meinung nach der Mainplayer ist, hat natürlich eine gewisse Süße, aber trotzdem wirkt der Duft eben nie zu süß, nicht pappsüß und das Ganze wirkt eher so, ja, locker, luftig, fruchtig. Und wir haben neben der Aprikose noch für mich zwei weitere Duftnoten, die sehr präsent sind. Das ist einmal die Pfefferminze und die Zitrone bzw. Zitronatzitrone. Wir haben schon so einen leichten, fruchtigen Start, aber vor allem sind für mich in der Kopfnote die Pfefferminze und die Zitrone präsent. Das heißt, der Start ist wirklich sehr, sehr zitrisch, aber zugleich auch grün, minzig, erfrischend. Und dann kommt im Duftverlauf eben immer mehr so der Aprikosenschleier heraus. Das heißt, diese anfängliche, sehr intensive Zitrik- und grüne Note ziehen sich leicht zurück, bleiben im Hintergrund aber präsent und die Aprikose wird eben immer präsenter. Dann nehme ich auch noch etwas von der schwarzen Johannisbeere wahr. Allerdings ist das eher eine Duftnote, die die Aprikose, die Süße der Aprikose so ein bisschen fruchtig, leicht herb unterstützt. Zu Dattel und zu Feige muss ich sagen, dass das für mich zwei Duftnoten sind, die ich nicht explizit herausrieche. Man könnte da vielleicht mit etwas Vorstellungskraft sagen, dass das zwei Duftnoten sind, die eben diese Fruchtsüße so ein bisschen unterstützen. Aber an sich sind das für mich eher beiläufige Duftnoten. Zu guter Letzt kommen wir einmal zu dem Thema Haltbarkeit. Da kann ich für mich sagen, ich bin zufrieden. Der Duft hält ca. 7 Stunden auf meiner Haut, plus minus. Mal etwas länger, mal weniger lang. Die Sillage ist nicht ganz so intensiv und präsent. Ich würde sagen, dass der Duft sich nach 3 Stunden ja deutlich zurückzieht. Der Duft ist aber immer noch da und wird auch von einem selbst und vom Umfeld weiterhin wahrgenommen. Da muss jetzt auch kein Experte wieder schreiben, dass der Duft nur 1 bis 2 Stunden hält. So, ich möchte aber auch noch mal ganz generell etwas zu dem Thema Haltbarkeit sagen. Ich habe da seit Jahren eine ganz andere Herangehensweise. Mir persönlich ist es nicht wichtig, dass ein Duft 10 oder 12 Stunden hält, bevor es falsch verstanden wird. Ich habe auch gerne, ja, gut performende Düfte, aber das ist eben für mich nicht das einzige Kriterium. Es wird ja bei dem Thema immer so getan, dass ein Duft 8, 10, 12 Stunden halten muss, weil man so einen Alltag hat. In der Regel geht man ja morgens dann außer Haus und kommt am späten Nachmittag, am Abend wieder zurück.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch viele Tage, da ist es anders, da bin ich nicht so lange unterwegs. Dann gibt es auch irgendwann den Feierabend und auch die Wochenenden. Da fährt man vielleicht auch nur mal für einige Stunden irgendwie in die Stadt oder besucht die Familie oder geht mit Freunden weg, etwas essen. Man geht auch nicht jedes Wochenende 10 oder 12 Stunden feiern. Manchmal geht man auch nur für 4, 5, 6 Stunden weg. Man fährt auch zwischendurch vielleicht mal zum Sport oder macht irgendwelche anderen Dinge. Also was ich damit sagen will, ich habe in meinem Alltag so viele Situationen, da reicht mir ein Duft aus, der in Anführungsstrichen nur 7 Stunden hält. So, ich bin durch für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du einer dieser Düfte aus dem Video kennst. Schreib also gerne mal etwas in die Kommentare. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.